Hallo ihr Lieben, willkommen bei einem neuen Video. Es geht heute um meine allerwichtigsten Sportgadgets zum Laufen im Winter vor allen Dingen. Einiges davon braucht man vielleicht sogar immer, aber für den Winter sind das wirklich meine Highlights, die ich immer benutze. Im Winter ist das größte Problem von uns Läufern einfach, dass es so früh dunkel wird. Wir können es fast nicht vermeiden, im Dunkeln zu laufen. Sei es in der Früh oder sei es am Nachmittag, Abend, frühen Abend, ist es stockdunkel. Ganz viele Laufwege sind auch nicht so richtig gut ausgeleuchtet und selbst wenn, dann muss man dafür trotzdem Sorge tragen, dass man gut gesehen wird. Einfach für seine eigene Sicherheit und für die Sicherheit vom Straßenverkehr natürlich. Und dafür habe ich solche Schuhclips. Die klippt man an die Schuhe dran. Eins habe ich schon mal dran gemacht, so schaut es dann aus. Das ist wirklich sehr, sehr fest, sehr stramm. Und das Spezielle daran ist jetzt, also so würde es überhaupt nichts bei der Sichtbarkeit machen, aber die leuchten, also das sind LED-Lichter. Ich mache das einmal an, hier hinten leuchtet es dann. Also einmal lang drücken und dann bekommt man hier einen LED-Schriftzug, Blinklichter und sonstiges. Mal hier jetzt in der Farbe grün und das, was ich hier drauf habe, in der Farbe rot. Das schalte ich jetzt auch einmal ein. Also wieder einmal seitlich lange drücken. Und dann kann man hier das Muster verändern, beziehungsweise die Schrift, die angezeigt wird, kann man variieren. Indem man einfach nochmal auf diesen Knopf drückt. Und das finde ich total cool bei denen, weil je nach Stimmung kannst du dein Blinklicht einfach verändern. Sport blinkt jetzt auf. Also es sind verschiedene Schriftzüge eingespeichert, verschiedene Muster. Das finde ich echt hier ganz witzig. Das finde ich eigentlich sehr gut, da wird man auf jeden Fall gesehen. Aber sowas natürlich auch. Wenn man die am Schuh dran hat, dann, also das sind LED-Lichter, die leuchten sehr hell. In der Nacht sehr, sehr gut sichtbar. Und da ist man auf jeden Fall dann sicher unterwegs. Die gibt es bei Amazon, Link unten in der Infobox, auch bei den anderen Dingen. Wobei ich die anderen Dinge jetzt nicht zwingendermaßen bei Amazon gekauft habe, aber es gibt sie dort. Zweites Must-Have sind Spikes. Spikes dienen dazu, dass wenn die Laufstrecke total eisig ist, rutschig oder auch Schneematsch, der einfach rutschig ist, dass man nicht ausrutscht mit seinen Laufschuhen. Die sind hier so kleine Metallnoppen drauf und diese Spikes kann man sich einfach an die Schuhe befestigen. Also das würde ich dann in dem Fall natürlich unter das LED-Licht machen. Dann klemmt man das hier hinten einmal fest, zieht es nach vorne. Da braucht man ein bisschen Kraft, weil es muss ja auch stramm sitzen. Und dann, jetzt habe ich hier einen Knick, aber egal. So. Am besten macht man das auch immer, wenn man den Schuh schon angezogen hat. Also so mache ich das immer und dann kann ich es mir leichter drüber stülpen. Genau, so habe ich mir quasi jetzt die Spikes unten an dem Schuh befestigt und bin wirklich rutschsicher. Das habe ich letztes Jahr gemerkt, das ist ein unglaublicher Unterschied und man fühlt sich sicher, weil natürlich diese Noppen sich richtig ins Eis reinbohren. Nachteil ist dabei, wenn man dann wieder auf eine geteerte Strecke kommt, wo vielleicht gestreut ist und kein Eis mehr ist, dann knirscht es total laut und man fühlt sich, als ob man auf Eiern läuft. Aber gut an denen ist einfach, die kann ich dann ganz schnell wieder abmachen und kann die auch in meine Tasche packen von der Jacke, weil die kann man falten. Also das ist hier echt ganz praktisch. Und zudem sind die nicht so teuer. Die hier waren mal vom Chibo. Steht jetzt ganz mal weiter drauf, was ich euch noch sagen kann. Vielleicht gibt es die mal wieder beim Chibo im Winter, aber bei Amazon gibt es die auf jeden Fall auch. Nächstes, wirklich absolut must-have, ist die Stirnlampe. Eben weil es so oft dunkel ist, weil man so oft im Winter in der dunklen Jahreszeit wirklich in der Nacht draußen laufen muss. Oder was heißt Nacht? Am Nachmittag ist es auch schon dunkel. Und da habe ich eine Stirnleuchte vom Würth. Das ist wirklich die beste, die ich je hatte. Die ist so unglaublich hell. Ich mache es mal an. Damit kann ich wirklich, ich wohne im 2. Stock, ich kann bis in den Garten reinleuchten und kann meinen ganzen Garten ausleuchten. Das ist unglaublich. Und eben auf der Laufstrecke kann man sich das dann auch vorstellen. Das macht einen richtig breiten Lichtkegel und ich sehe einfach total weit. Und nicht nur den Lichtkreis direkt vor mir und 2 Schritte weiter sehe ich schon wieder nichts mehr. Das ist ja bei diesen günstigen
ja, die man hier und da mal so für wenig Geld Stirnleuchten kaufen kann. Da ist es mal der Fall. Die hier hat natürlich auch ihren Preis. Die hat sich hier wirklich rentiert. Man kann dann auch hier quasi das Licht bündeln lassen. Also so wird es halt gebündelt und dann hat man noch helleres Licht als so. Ist man breit und hell unterwegs. Aber das ist genial. Außerdem würde ich bei einer Stirnleuchte, wenn ihr euch eine zulegen wollt, dann muss dann natürlich jetzt nicht die sein, aber ich würde darauf achten, dass sie viele Lumen hat. Das ist die Helligkeit und dass sie verstellbar ist, also so neigbar am Kopf, weil ihr dadurch einfach die Möglichkeit habt, wenn jetzt zum Beispiel Schnee euch entgegenkommt, dann sieht man nur wie so ein Tunnelblick und es werden immer nur die Schneeflocken angestrahlt. Oder wenn es neblig ist in der Nacht oder so, dann hat man auch diesen Nebelschleier. Und dann ist es manchmal ganz praktisch, man kann die Stirnleuchte ein bisschen weiter nach oben stellen. Dann kriegt man auch noch natürlich ein gutes Licht raus, nach unten weg und sieht auch den Weg noch, aber man hat nicht so diesen Tunnelblick nach unten. Das ist manchmal ganz praktisch. Ja, hier ist der Trafo so groß, also größer tatsächlich als die Lampe vorne, aber das ist natürlich auch ein bisschen Gewicht, ist aber nicht unbequem. Die hat in der Mitte noch am Kopf oben ein Gummistriemen und seitlich. Das finde ich sehr praktisch, dass sie nicht nur seitlich ist, weil sie so halt auch weniger verrutscht. Außerdem hat sie hier innen drin noch so eine Gummibeschichtung überall drauf, dass sie auch nicht rutscht. Und das macht sie absolut nicht. Außerdem ist sie wasserfest, was natürlich auch immer wichtig ist, weil es öfters mal schneit oder regnet oder neblig ist im Winter, also achtet darauf. Letztes Must-Have-Gadget für den Winter, wenn es richtig, richtig kalt ist allerdings nur, dann ist es eine Gesichtsmaske. Ja, sieht ein bisschen aus wie so eine Überfallmaske, aber vor allen Dingen, wenn man unter die 0-Grad-Grenze geht und bei -5 Grad oder sowas ist, dann tut das Einatmen beim Laufen richtig weh. Und wenn man durch die Nase atmet, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr im Winter öfters mal lauft, dann ist es so richtig eisig und man schmeckt Blut teilweise. Also, obwohl man dann nicht direkt Nasenbluten kriegt oder so, aber die Luft ist einfach sehr, sehr kalt. Und dann fängt man an, vielleicht durch den Mund zu atmen, dadurch kann man wieder krank werden, sich erkälten. Und dann ist es besser, man hat sowas, weil da kann man dann einfach durch den Mund atmen oder auch durch die Nase. Das setzt man sich dann so auf, hat dann, also bei der ist es jetzt so, hier ein Nasenschlitz, aber trotzdem ist die Nase abgedeckt hier von dem Material, dass man nicht so direkt die kalte Luft kriegt, sondern halt die erwärmte Luft, schon Atemluft. Man atmet ja hier auch aus durch diese Löcher hier unten beim Mund. Und so ist es dann. Sieht vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus für manche, aber für mich ist es wirklich an sehr, sehr kalten Wintertagen gar nicht mehr wegzudenken. Die hier ist auch vom Chibo gewesen, gibt es aber auch in allerlei Variationen bei Amazon. Und das war es jetzt von meinen Winter-Must-Haves fürs Laufen gehen. Mich würde interessieren, wer von euch geht denn gerne laufen und wer tut das Ganze auch noch im Winter? Denn oft ist es ja dann so, ja, man ist lieber Schönwetterläufer, als wenn es regnet, schneit oder eisig ist. Aber wenn man das mal gemacht hat, letztes Jahr habe ich mich ja wirklich durch diese 1000-Kilometer-Challenge, also es war dieses Jahr eigentlich, Dezember habe ich schon angefangen, aber Januar, Februar war es extrem kalt, habe ich mich durch den Winter gekämpft. Ich nicht alleine, sondern auch die mit mir diese Challenge machen auch. Wir waren richtig tapfer und das ist toll. Also wenn man das dann mal ein bisschen durchzieht und so wirklich auch den Winter so richtig erlebt beim Laufen gehen, dann ist das schon auch ein tolles Gefühl und man ist wahnsinnig stolz. Winterlaufen hat seine tollen Seiten und vor allen Dingen diese eisige, schneeige Landschaft. Ich freue mich schon wieder darauf, wenn es wieder losgeht. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Der Winter kann kommen. Ich darf nur nicht krank werden, dann ist alles gut. Aber wenn man regelmäßig rausgeht an die frische Luft und seinen Sport macht, dann ist das Immunsystem ja auch gestärkt und dann passiert da nichts. Hoffentlich. Gut, jetzt genug gequasselt von mir. Viel Spaß beim Laufen gehen. Ich hoffe, es hat euch hier irgendwas gebracht. Ihr habt einen nützlichen Tipp bekommen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!